Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 11, zur Etappe 4. Es geht von Fouchères nach Tintignac. Am frühen Vormittag bis mittags wird die Tour dauern. 61 Kilometer, 400 Höhenmeter gerade mal misst die Tour. Und so verlasse ich den Kontrollpunkt in Fouchères am frühen Vormittag. Und man sieht schon der Himmel ganz blau, keine Wolken, es wird ein wunderschöner Tag. Kurz vor 9 Uhr haben wir. Insgesamt bin ich jetzt 13 Stunden und 20 Minuten unterwegs bei Kilometer 292. 45 Minuten Pause habe ich jetzt gemacht bei der Kontrolle 3. Habe da ja auch wieder nur eine Kleinigkeit gegessen, so ein bisschen am Baguette gegessen. Und ich finde es doch recht lang, wie man da jetzt an den Kontrollpunkten die Zeit vertrödeln kann. Und so geht's also zum Start von Etappe 4. Wir haben jetzt Montag, können also auch wieder in Geschäften einkaufen. Und so geht's erstmal ganz ruhig aus Fouchères raus, einer schönen alten Stadt, bei allerbestem Wetter. Fouchères ist auch ein bisschen größer, sodass das ein bisschen dauert, bis man da nun rausgefahren ist. Und dann fahren wir eine Weile parallel zu einer Autobahn. Wieder in dem üblichen, leicht welligen Profil, also regelmäßig ein bisschen berghoch und bergunter. Haben mittlerweile jetzt 9:20 Uhr, also eine knappe halbe Stunde. Wieder ein kleiner Ort, wo wir durchfahren. Ja, und wo Anwohner dann gucken und einem applaudieren, wenn man vorbeifährt. Und es bilden sich wieder kleinere Gruppen. Einige sieht man noch, haben noch lange Ärmel, also Armlinge oder ein langes Trikot an. So richtig warm ist es noch nicht, aber es wird sich ändern. Und so sind wir erstmal eine Zeit lang irgendwie einen Berg hoch oder so einen Hügel hochgefahren und genießen jetzt eine wunderschöne Abfahrt. Man kann sehen, das ist so ein kleines Plateau und da rauschen wir jetzt, ohne groß treten zu müssen, lange, lange runter, ohne groß zu treten. Rechts und links immer wieder Leute, die ihre Räder abstellen, irgendwo einkehren, da irgendwas machen oder da vielleicht übernachtet haben und sich da privat irgendwas organisiert haben.
Und der hat da irgendwas wie so einen Umhang gehabt oder einen Schal. Hinten Satteltaschen. Also sieht man auch nicht so oft, dass die Leute dann mit Satteltaschen fahren. Und Gepäckträger. Und dann kam irgendwann der Fahrer hier, der gehörte gar nicht zur PvP. Der hat da eine Trainingsrunde am Montagmorgen gemacht. Und er fuhr natürlich, weil er frisch war, keine Vorbelastung hatte, fuhr der einfach sehr sportlich und zügig. Und da habe ich mich dann an den rangehangen. Wieder durch eine malerische kleine Stadt. Haben mittlerweile 10 Uhr, 1 Stunde 10 Minuten unterwegs, 30 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Insgesamt sind es 14 Stunden 30 für 322 Kilometer. Und weiter bleibe ich jetzt im Windschatten von diesem Fahrer, der hier seine Trainingsrunde macht. Hier sieht man schon 2 haben sich mit angeschlossen oder 3. So ist auch nicht drauf. Sportler, der nicht PvP fährt. Ja, da kann man vielleicht nicht gut verstehen. So ist auch nett draften, habe ich da gesagt. Ein Sportler, der nicht vorbelastet ist und der ein schönes Tempo hat, wo man hinterherkommt, aber sich nicht total auspowert. Und so rauschen wir wieder an vielen vorbei. Überholen tut uns keiner. Und so machen wir doch gut Kilometer. Rest ist weg. Wer will das Tempo nicht mitmachen? Komm auch gerade so hinterher. Soll sich ja auch nicht rächen. Ja. Genau, soll sich nicht rächen das Ganze. Zu viel auspowern darf man sich nicht. Man muss die Körner sparsam einsetzen, die man hat. Aber wenn man mal ein bisschen draften kann, dann nutze ich das auch gerne. Wenn es innerhalb eines gewissen Rahmens für mich bleibt. Aber das dürfte hier der Fall sein. Und hier sieht man wieder so einen kleinen Verpflegungspunkt. Die stehen jetzt wirklich überall. So ein kleiner Stand. Dann bieten die manchmal so ein bisschen was zu trinken an und ein bisschen was zu essen. Wenn man Lust hat, bleibt man stehen. Thanks for drafting. Ja, leider ist er hier abgebogen. Wäre ich jetzt zu gern noch hinterher gefahren. Und dieses Schild hier finde ich total klasse. Man sieht, das steht auf so provisorischen Ständern. Und nun ist wieder mühsam. Und langsam. Je mehr Speed der macht, desto besser klappt es mit dem Drafting. Finde ich zumindest. Denn wenn kaum Speeder ist, dann ist auch kein Windschatten, kein Sog, kein nix. Also bei dem Tempo macht das gar keinen Sinn, irgendwie hinterher zu fahren. Ja. Also geht es solo weiter. Und die Hitze kommt ja erst noch. Ist ja noch Vormittag. Also noch ist alles super easy. Aber ich tippe mal so ab 12 oder 1, 2 Uhr wird das schön warm. Ein Tandem. Tatsächlich stehen neben mir vorbei, wo ich mit den Leuten mit dem Tandem plauder. Mit gutem Speed. Das heißt, die hole ich
und hänge mich dahinter. Naja, aber der Schein, der trügte. Bin da zu langsam gefahren. Und wenn die guten Speed hat, hat man oft auch Probleme, die einzuholen. Ah ja, so schnell ist sie doch nicht. Und so ging es dann weiter, wieder einzeln fahren. Mittlerweile 10:30. Durch ein malerisches Nordfrankreich. Mit wolkenfreiem Himmel. Hier auch wieder so eine Strecke, wo es doch ein bisschen berghoch und bergab ging. Ja, irgendwie bin ich hier echt hochgekrochen, den Berg. Wieder so ein mini kleiner Verpflegungspunkt, wo die Anwohner den Leuten Wasser anbieten. Knapp die Hälfte der Etappe habe ich jetzt schon. Und wieder ein Verpflegungspunkt. Kleiner Tisch wird aufgebaut, dann stehen da ein paar Leute. Und an diesen Verpflegungspunkten sind in der Regel immer irgendwelche Radfahrer, die da gerade stehen, zu sehen. Der zieht sich schon aus, dem ist zu warm. Hier wieder so ein Schild mit: Bitte haltet Abstand, liebe Autofahrer, von den Radfahrern. Nochmal ein Tandem, 2 Italiener. Uhr mittlerweile und wieder eine schöne Bergabfahrt, wo man nur rollen lässt, ein bisschen Kraft spart und den Puls ein bisschen runterkommen lässt. Und da ist er wieder. Am Anfang gesehen, der mit dem hübschen Trikot und den farblich gleichen Socken. Jetzt sind wir schon recht nah am Ziel der Etappe in Tintanjak. Das ist jetzt also Tintanjak, auch eine schöne alte Stadt. Zu schön. Die Leute stehen da, kaufen ein und die wissen, dass PvP ist und applaudieren, wenn da welche vorbeifahren. Sind jetzt also in Tintanjak. 11:10 Uhr haben wir. 2 Stunden 22 habe ich gebraucht für die 61 Kilometer. Herzfrequenz im Mittel wieder 130. Maximalgeschwindigkeit waren da kurz unter 60 irgendwo mal. Kann ich mich kaum dran erinnern. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit waren jetzt 25,7. Und die wird man auch sehr freudig empfangen. Viele Gesichter gucken einen an. Dann geht es wieder über die Kontrollmatten zur Zeitmessung. Und dann geht es auf die Parkfläche für die Räder. Habe also insgesamt jetzt 15 Stunden 40 für die 353 Kilometer. Und die Brevetkarten werden jetzt hier in so einem Container gestempelt. Bonjour.
Und hier haben sie draußen viel aufgebaut, so Partyzelte, es wird gegrillt, man kann drin essen und draußen essen. Hier gibt es auch schon große Schlafsäle und hier haben Fotografen viele Fotos von Fahrern in den Vorjahren gemacht und ja, zeigen die hier. Glückliche Gesichter von ausgeschlafenen Leuten. Ja, so ist das auch. Die schlafen einfach nachher irgendwo ein. Ja, das lieben die Fotografen wohl, wenn der müde Fahrradfahrer sich irgendwo hinlegen und dann ja, irgendwie schlafen. Im Sitzen, im Halbsitzen, im Liegen auf einer Bank oder auf einer Mauer. Ja, und das sind jetzt die Schlafsäle. Natürlich gegen Mittag ist da so gut wie nichts los. Das ist jetzt so ein Schlafsaal. Es sind also so Feldbetten aufgebaut. Und dann kann man so eine Liege buchen. Kostet irgendwie ein paar wenige Euro. Dann schreiben die sich die Zeit auf, wann man geweckt werden will. Und dann hat man eine Nummer für sein Bett dort. Und dann wird dann irgendwann dann einer wecken. Also was jetzt mal auch hier ist, was es gibt. Ja, diese Suppe. Ja. Ich werde also viel Suppen essen nachher. Also so kleine Teller voll Suppe. Das wird nachher immer gehen. Ich glaube, das werde ich nehmen. Die Suppe ist nämlich total gut, finde ich. Oh, und hier kostet es auch nur die Hälfte. Hier gibt es so kleine, schöne Salate. Wieder Kuchen. Keine lange Schlange. Ich habe mir den Quinoa-Salat genommen und gleich bekomme ich noch eine Suppe. Und dann hatte ich ja noch das halbe Baguette von morgen bei mir, das esse ich dann auch gleich dazu. Und jetzt im Nachhinein habe ich ja geguckt, wie lange ich da verbraucht habe. Und ich würde mich wirklich überraschen, wie viel Zeit man doch für so eine Kontrolle plus ein bisschen Essen verbraucht. Und die Zeit, die rennt. Also man steht in der Schlange, bis dann wirklich alle das bekommen haben, was sie wollen. So, meine Suppe ist gekommen. Und so genieße ich in Ruhe meine Suppe, den Salat und das Baguette. Und gucke doch erstaunt, wie viel die anderen sich so auf die Tabletts holen. Also das ist mein Essen. Ist jetzt nach knapp 300 Kilometern das erste Mal, dass ich sowas Warmes und dass ich sowas Herzhaftes bekomme. Jetzt geht's nach Ludiak. Essen war sehr gut. Mehr hätte ich eh nicht geschafft. 75 Minuten habe ich jetzt hier verbraucht. Ich war wirklich überrascht. Und hier nochmal ein Überblick über das, was ich bisher gegessen habe. Also jetzt Suppe, Salat und das zweite halbe Baguette. Ja, 80 Kilometer, glaube ich. Um die Dreh. So, ist alles da? Ja, hoffe ich doch. Und es geht weiter. Etappe 5. Ach schon, ich muss neu starten. On demande à Gérard Le Gall de bien vouloir se rendre à la sonorisation. On vient alors à Alain Gaborio. S'il vous plaît, Alain Gaborio, Gérard Le Gall à la sonorisation. Merci. Haben also jetzt 12:30. Insgesamt bin ich fast 17 Stunden unterwegs und bei Kilometer 353. Ja, schöner Standort hier. Und wie es weitergeht, Hier kann man auch gut pennen.
Jetzt wieder auf einer etwas längeren Etappe, der Etappe 5. Das kommt dann im nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.